Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und nachdem wir im letzten Video Teil 1 von Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, uns angesehen haben und es darum ging, warum es so wichtig ist, deinen Weg zu gehen und dich nicht von der Wahrheit der anderen verunsichern zu lassen, sondern deiner Wahrheit zu folgen, wollen wir uns in diesem Video nun Teil 2 dieses Kapitels widmen. Und in diesem zweiten Teil soll es darum gehen, was du konkret tun kannst, wenn du dort hinausgehst in die Welt und feststellst, dass dort Einflüsse auf dich einwirken, die deine Schwingung senken, würde ich es mal nennen. Es geht in diesem Video und in diesem zweiten Teil von Kapitel 9 um das Konzept der energetischen Loyalität und Schwingungsautonomie, was das ist, wie du sie bewahrst und warum das so wichtig ist für dein bestes Leben und dein Wohlgefühl. Das erfährst du jetzt in Teil 2 von Kapitel 9. Viel Freude damit. Wegen seiner Nützlichkeit möchte ich an dieser Stelle noch einmal das in den Anfangskapiteln bereits eingeführte hawaiianische Prinzip Kala erwähnen. Du erinnerst dich. Sei im Alltag achtsam, ob du dir selbst oder anderen selbst erschaffene Grenzen, also Spielregeln, setzt und achte darauf, welches Spiel du hier eigentlich gerade spielst. Ist es das Spiel, das du wirklich spielen möchtest? Das, welches dich in deiner wahren Komfortzone sein lässt? Das hawaiianische Wort Kala, welches diese Zusammenhänge beschreibt, bedeutet zum einen Freiheit, interessanterweise aber auch Vergebung. Die hawaiianische Sprache ist faszinierend genau und in ihrer Vielschichtigkeit äußerst weise und aufschlussreich. Denn es besteht tatsächlich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Freiheit, Befreiung und Vergebung. Wenn du jemandem und besonders dir selbst vergibst, befreist du dich damit von der Last der Disharmonie, die dir die Energie entzieht. Wenn du also feststellst, dass du im übertragenen Sinne wieder einmal die Fußballregeln angewendet hast, vielleicht weil viele andere um dich herum gerade Fußball spielen, obwohl du doch eigentlich endlich und von ganzem Herzen Tennis spielen wolltest, so erinnere dich an Kala und seine beiden Bedeutungen. Vergib dir für den Irrtum, befreie dich dankbar daraus und sei dir dann deiner Wahlfreiheit bewusst, in jedem Augenblick neue Regeln und damit ein neues Spielfeld zu wählen. Denn du bestimmst, welches Spiel du spielen möchtest. Und das Gleiche gilt für deine Beziehung zu anderen Menschen. Wenn du irritiert bist von ihrem in deinen Augen seltsam erscheinenden oder manchmal vielleicht sogar verletzenden Verhalten, dann erinnere dich an Kala und frage dich, wem schadet es am meisten, wenn ich an dieser Irritation zu lange festhalte? Die Antwort ist natürlich dir selbst. Befreie dich also von dieser Last. Denn wenn du etwas vergibst, also eine Last abgibst, die dich im wahrsten Sinne des Wortes belastet hat, dann hast du im übertragenen Sinne wieder die Hände frei, hast wieder neue Energie und neue Kraft. Und wenn du dieses Tor der Befreiung durchschritten hast, was folgt dann? Das große Wohlgefühl, das dein Urzustand ist, in dem du dich versöhnst mit einer Situation, einem anderen Menschen, der Welt um dich herum und am allerwichtigsten dir selbst, stellst du den tiefen Frieden und die große Freude deines wahren Seins wieder her und erlaubst dir, schneller wieder zurückzukehren in deine wahre Komfortzone. So oft du also bemerkst, dass du dich vielleicht gerade von der Welt um dich herum ein wenig von deinem Weg hast abbringen lassen, entspanne dich hinein in das Bewusstsein deiner wahren Komfortzone und in das Gefühl, das du fühlst, wenn du dich dort befindest und das dir anzeigt, du bist angekommen, bei dir und auf dem Weg deines ureigenen Seelenplans. Als hilfreiches Werkzeug für den Alltag, um dieses Gefühl immer zur Hand zu haben, kannst du folgende Übung durchführen. Übung.
Deine Komfortzone für die Hosentasche. Erinnerst du dich an die innere Reise zur magischen Insel deiner Komfortzone? Dort hast du von deinem inneren Schamanen, deiner inneren Schamanin ein Geschenk erhalten, in das die Essenz deiner wahren Komfortzone einfloss. Vielleicht hat sich dieses Geschenk mittlerweile sogar bereits in der äußeren Welt für dich materialisiert, etwa indem etwas Ähnliches zu dir gefunden hat. Egal ob das so ist oder nicht, ich lade dich ein, jetzt einmal die Augen zu schließen und dich ganz deutlich an das essentielle Gefühl deiner wahren Komfortzone zu erinnern. Es in allen Details zu fühlen. Wie fühlt es sich an, dort zu sein? Wie fühlt es sich an, du zu sein? Wenn es dir hilft, dann besuche dafür gerne nochmals die Schamaneninsel Bali High. Ich verlinke dir das entsprechende Video zu dieser inneren Reise in der rechten oberen Ecke. Wenn du das Gefühl deutlich präsent hast, dann mache dir bewusst, wo in deinem Körper du es am intensivsten fühlen kannst. Lokalisiere eine Stelle und lege dorthin deine rechte oder linke Hand, ganz wie du möchtest. Habe dann die klare Intention, dass diese Handposition an dieser Stelle deines Körpers von nun an fest verbunden, quasi programmiert sein möge mit dem essentiellen Gefühl deiner wahren Komfortzone und dass du es immer direkt abrufen können wirst, wenn du deine Hand auf diese Stelle legst. Genieße noch eine Weile das Gefühl und wenn du soweit bist, öffne die Augen wieder. Von nun an wirst du in der Lage sein, das essentielle Gefühl deiner wahren Komfortzone jederzeit in dir hervorzurufen, indem du einfach deine Hand an die programmierte Stelle legst. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit einem Objekt. Wenn du magst, lasse einen Gegenstand, vielleicht einen schönen Stein, ein Schmuckstück oder was auch immer, in der materiellen Welt zu dir kommen, der dir passend dafür erscheint. Wenn es der Gegenstand ist, den du bereits in deiner inneren Reise nach Bali High gesehen hast, umso besser, aber das ist gar nicht unbedingt nötig. Wiederhole dann die oben beschriebenen Schritte, nur dass du deine Hand anstatt auf eine Körperstelle diesmal auf den Gegenstand legst mit der Intention, ihn auf das Gefühl deiner wahren Komfortzone zu programmieren. Voilà, deine Komfortzone für die Hosentasche. Ich persönlich finde die Variante mit dem Gegenstand sogar noch praktischer als die mit der Körperstelle, aber beide funktionieren gleichermaßen und sind wunderbare Helfer. Experimentiere ein wenig damit herum und finde den für dich praktikabelsten Weg. Auch Musik kann dabei übrigens sehr gut helfen. Du kannst zusätzlich einen Song mit der Energie und dem Gefühl deiner Komfortzone aufladen und ihn zur Unterstützung anhören, wenn du möchtest. Welches Werkzeug du auch immer verwendest. Es ist sehr hilfreich und heilsam, das Gefühl deiner Seelenessenz, deiner wahren Komfortzone immer bei dir zu tragen und dich jederzeit sozusagen auf Knopfdruck daran erinnern zu können. Probiere es aus, welches Werkzeug du auch immer verwendest. Es ist sehr hilfreich und heilsam, das Gefühl, bewahre deine Schwingungsautonomie. Wie wir gesehen haben, ist es wichtig, dir zu jeder Zeit bewusst zu bleiben, dass die Welt der anderen keineswegs auch die deine sein muss und du deiner eigenen Wahrnehmung und Wahrheit bedingungslos vertrauen darfst, sofern sie deiner wahren Komfortzone dienen. Der Erfolg hierbei ist aber nicht nur eine Sache deiner inneren Einstellung, sondern auch deiner äußeren Achtsamkeit und deiner Verhaltensweisen. Was wir im Kontext dieses Kapitels deshalb als nächstes besprechen wollen, ist ein Konzept, das ich als Schwingungsautonomie bezeichnen möchte. Was bedeutet das? Ganz einfach. Du selbst bist in jedem Augenblick dafür verantwortlich, wie hoch du schwingst. Das heißt, welche Gedanken und Gefühle du hast, welche Energien du aussendest, aber auch von außen aufnimmst, auf welchem Weg du damit voranschreitest und welche Welt du dir entsprechend erschaffst. Du hast also die Verantwortung dafür, deine energetische und schöpferische Autonomie jederzeit zu bewahren. Und das tust du unter anderem, indem du ganz bewusst auswählst, welchen Energiefeldern und Umgebungen du dich aussetzt. Denn deine äußere Welt kann deine innere Welt ebenso, wenn auch in geringerem Maße beeinflussen wie umgekehrt. Aber selbstverständlich nur, wenn du dies zulässt. Denn die Macht liegt immer in deiner Hand. Sicher hast du schon einmal erlebt, dass du in einen Korb voll mit frischem Obst einen Apfel mit einer kleinen fauligen Stelle gelegt hast.
Am nächsten oder übernächsten Tag haben daraufhin höchstwahrscheinlich auch die frischen Äpfel in unmittelbarer Umgebung des fauligen Apfels angefangen zu faulen. Das Phänomen, um das es uns hier geht und das die Bewahrung deiner Schwingungsautonomie so wichtig macht, ist im übertragenen Sinne vergleichbar. Wir neigen bisweilen dazu, uns der fauligen Schwingung unserer Umgebung anzupassen, wenn wir nicht achtsam sind. Jedoch hast du zum Glück erheblich mehr Fähigkeiten als ein Apfel und kannst dein eigenes Faulig-Werden deshalb natürlich auch ganz bewusst verhindern. Die Psychologin und Persönlichkeitstrainerin Stephanie Bruns bezeichnet jenes Phänomen, für das der oben genannte Obstkorb ein Sinnbild ist, als energetische Loyalität. In ihrem Buch Neuroenergetic Programming bringt sie dafür folgendes Beispiel, das du vielleicht so oder ähnlich auch aus eigener Erfahrung kennst. Du hast ein Treffen mit einem Bekannten ausgemacht, den du schon länger nicht mehr gesehen hast. Du freust dich auf das Treffen und gehst daher voller positiver Energie und mit einer hohen persönlichen Grundschwingung dorthin. Nach dem Treffen fühlst du dich jedoch vollkommen erschöpft und ausgelaugt und von deiner ursprünglichen hohen Schwingung ist nichts mehr übrig. Dies kann daran liegen, dass dein Bekannter auf einer niedrigeren energetischen Frequenz schwingt und du dich unbewusst auf sein Niveau angepasst hast. Die Gesprächsthemen, die dein Bekannter gewählt hat und seine generelle Anschauung der Wirklichkeit haben dazu geführt, dass du dich davon bis zu einem gewissen Grad hast anstecken lassen. Stichwort fauliger Apfel. Stephanie Bruns erläutert in ihrem Buch dazu, Zitat, das Tückische an energetischer Loyalität ist, dass sie auch in einem passiven Status funktioniert. Das heißt, du musst nicht einmal selbst von deinen unschönen Erfahrungen erzählen. Zuhören allein reicht bereits aus. Die Anpassung funktioniert zwar in beide Richtungen, jedoch ist ein Herunterschrauben ins Negative immer einfacher als ein Hochschrauben ins Positive. Damit die umgekehrte Variante überhaupt funktionieren kann, musst du deine Energie erhöhen und lernen, sie zu halten, indem du eine Baseline kreierst, die dich vor dem Fall in tiefe negative Frequenzen schützt. Zitat Ende. Diese Baseline lässt sich laut Bruns sogar messen und beträgt mindestens 280 Hertz. Nun musst du natürlich nicht ständig mit einem Frequenzmessgerät durch die Gegend laufen. Um dem Effekt der negativen energetischen Loyalität mit deiner Umwelt entgegenzuwirken, brauchst du einfach nur darauf achten, dich so oft wie möglich bewusst an die Essenz und das Gefühl deiner wahren Komfortzone zu erinnern und damit die Emotional Guidance Scale, soweit es geht, nach oben zu erklimmen. Damit hältst du deine eigene Schwingung bewusst auf einem höheren Niveau. Der amerikanische Schriftsteller und Wissenschaftler Tamlin Hunt, der unter anderem an der Universität von Santa Barbara, Kalifornien, lehrt, führt uns die Wichtigkeit der eigenen Schwingungsautonomie sogar noch deutlicher vor Augen, wenn er mit folgenden Worten beschreibt, wie unterschiedliche Schwingungen einander generell beeinflussen können. Zitat: Ein interessantes Phänomen tritt auf, wenn verschieden schwingende Dinge und Prozesse sich nahe kommen. Sie beginnen oft nach einer Weile gemeinsam in der gleichen Frequenz zu schwingen. Sie synchronisieren sich manchmal auf eine Weise, die geheimnisvoll erscheint. Dies wird heute als das Phänomen der spontanen Selbstorganisation beschrieben. Zitat Ende. Aus der Physik kennen wir außerdem den Begriff der Resonanz, der definiert ist als die Verstärkung der Schwingung eines Körpers, der Schwingung etwa der gleichen Frequenz eines anderen Körpers ausgesetzt ist. Dies ist ein Effekt, der selbstverständlich in beide Richtungen funktioniert. Es ist also beispielsweise sowohl möglich, dass Angst vorhandene Angst verstärkt, als auch, dass bereits vorhandene Freude durch Freude verstärkt wird. Wie oben bereits erwähnt, neigt der Effekt im Bereich der persönlichen energetischen Schwingung jedoch dazu, eher in die Richtung der niedrigeren Schwingung zu wirken. Dabei gilt aber natürlich wieder, kein äußerer Einfluss kann deine Schwingungsautonomie tatsächlich stören, wenn du dies nicht zulässt. Ja, du bist sogar in der Lage, dein Umfeld positiv zu beeinflussen und nicht nur deine eigene Schwingung hochzuhalten, sondern damit sogar deinen Mitmenschen die Chance zu geben, ihre ebenfalls zu erhöhen. Allerdings nur, sofern sie dazu bereit sind und das auch wollen. Denn auch sie wählen freilich ihr eigenes Spiel in jedem Augenblick. Dass deine Emotionen und Gedanken und damit deine generelle Schwingungsfrequenz durch Phänomene wie energetische Loyalität
Spontane Selbstorganisation und Resonanz, also durchaus von deiner Umgebung beeinflusst werden können, ist keine schlechte Neuigkeit, sondern einfach nur eine kraftvolle Erkenntnis, die dir zeigt, wie wichtig es ist, deinen Weg zu gehen und dabei sehr achtsam zu sein, wohin du deine Aufmerksamkeit und Energie lenkst. Fortsetzung folgt. Ja, das war der zweite Teil von Kapitel 9 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich bin sicher, du hast jetzt verstanden, was Schwingungsautonomie ist, warum es so wichtig ist, sie zu bewahren und wie du das bewerkstelligen kannst. Und ich hoffe, du konntest viel Inspiration zu diesem Thema aus diesem Video schon mitnehmen. Und ja, lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du deine Schwingungsautonomie in deinem Leben bewahrst, dein heiliges Gut deiner Schwingung ja, pflegst und sie hochhältst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gern einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und im nächsten Video aus dieser Serie hier auf meinem Kanal schauen wir uns dann den dritten Teil von Kapitel 9 an und da geht es um die große Kraft deines Fokus, der ein weiterer wichtiger, essentieller Baustein ist, wenn es darum geht, deinen Weg zu gehen. Insofern, abonniere doch gerne den Kanal, dann wirst du benachrichtigt, wenn dieses Video erscheint und aktiviere die Glocke, um so kein Video mehr zu verpassen in dieser Serie. Und jetzt bleibt mir erstmal nur noch, bis wir uns wiedersehen, dir eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl zu wünschen. Alles Liebe.